Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video der Agile Mastery Serie. Wie geht es weiter, wenn wir uns für ein agiles Vorgehen entschieden haben und auch den Anbieter ausgewählt haben? Jetzt geht es um die Vertragsgestaltung und üblicherweise sind zwei Aspekte davon Risk Share und Preismodell. Ich möchte heute ganz konkret ein Techtalk-Modell vorstellen, das beide Aspekte vereint. Und zwar Paper, Story Point and Hour. Sehen wir uns an, wie dieses Modell ganz konkret aufgebaut ist. Wir unterscheiden zwei Bereiche, nämlich die Komplexität und die Effizienz der Umsetzung. Das heißt, ähm, wie lange brauchen wir für die Umsetzung als Techtalk oder als Softwarehersteller generell für ein Feature und stimmt die Komplexität noch überein mit der ursprünglichen Schätzung oder sind wir im Projektverlauf draufgekommen, dass ein Feature oder eine User Story deutlich komplexer ist als angenommen? In der reinen Vertragssicht gibt es zwei Interessen. Üblicherweise der Auftragnehmer, also der Softwarelieferant in diesem Fall, möchte natürlich seinen Tagsatz optimieren, das heißt einen möglichst guten Stundensatz und Tagsatz erreichen, möglichst gute Marge. Der Auftraggeber, also der Kunde, möchte natürlich möglichst günstig sein Projekt abwickeln. Vertraglich kann man das jetzt gleichschalten, diese Interessen. Wir brauchen ein Modell, das beide Seiten berücksichtigt. Ähm, Dieses Modell von der Techtalk sieht so aus, dass wir einen Fixpreisanteil haben von einem Storypoint. Wir haben einen reduzierten Fixpreisanteil, falls ein Storypoint dazukommt. Das heißt, wenn wir im Projektverlauf feststellen, eine Story ist deutlich komplexer, dann wird diese zusätzliche Komplexität geringer verrechnet und zusätzlich Teil dieses Fixpreisanteils ist auch der Aufwand, die Stunden, die wir für die Umsetzung brauchen. Sehen wir uns jetzt ein Beispiel an. Also angenommen, wir wissen, dass ein Storypoint aus der Projekthistorie heraus ca. 8 Stunden Aufwand entspricht. Das heißt, für dieses Beispiel ist auch die Annahme, dass eine Teamstunde 100 Euro kostet. Die Rechnung dazu sieht dann so aus, dass ein Storypoint 800 Euro kostet. Wir möchten in unserem Modell diesen Anteil jetzt splitten. Sehen wir uns vielleicht zwei Extremfälle an. Angenommen, dieser Anteil wäre 100% auf die Stunden gerechnet. Also diese 800 Euro kosten ausschließlich die Stunden, die der Softwarelieferant leistet. Dann hätten wir eigentlich das volle Risiko beim Auftraggeber, weil das ein klassisches Time-and-Material-Modell ist. Umgekehrt, wenn wir nur die Storypoints verrechnen, die am Ende eines Sprints geliefert werden, dann liegt das volle Risiko beim Auftragnehmer, denn wenn wir am Ende eines Sprints nichts liefern, wird auch nichts gezahlt. Daher ist ein Vorschlag, diesen Anteil zu splitten. Wir haben 50% Storypoint-Anteil und 50% Stundenanteil. Dadurch haben wir das Risiko auf beiden Seiten, denn wenn nur die Hälfte der Storypoints geliefert wird in einem Sprint, bekommt man immerhin die Stunden gezahlt. Der Tagsatz wird für den Softwarelieferanten insgesamt schlechter, das heißt, es ist nicht gut. Der Kunde zahlt dennoch etwas, ist auch nicht gut. Das heißt, beide Interessen sind gewahrt. Man möchte im Prinzip in der ursprünglich geschätzten Effizienz und Komplexität liefern können. Wichtige Komponenten dieses Modells sind auch, dass wir einen Checkpoint einlegen nach einer gewissen Zeit und schauen, ob die Annahmen noch stimmen, die Effizienz der Umsetzung. Ist vielleicht unsere ursprüngliche Schätzung generell so, dass wir merken, alles ist komplexer als angenommen, dann müssen wir das wieder adaptieren. Wir können auch im Anteil shiften, wenn wir drauf kommen, das ist vielleicht ungünstig gewählt, 50-50. Konnten wir auch die Annahmen der technischen Risiken mitigieren in der ersten Projektphase? All das sind wichtige Aspekte, damit dieses Modell funktionieren kann. Und aus meiner Sicht natürlich wichtig, dass wir dieses Modell erst fahren können, wenn wir die Story Point und die Velocity kennen. Das ist ein Modell, das auf Erfahrung basiert und auch auf Vertrauen, denn wir wissen, wenn nach Story Points etwas verrechnet wird, kann man natürlich das Verhalten entsprechend anpassen, wobei unser Modell, das sowohl Story Points als Stunden beinhaltet, hier besser ist als ein Modell, das nur auf Story Points basiert. Nähere Infos und auch mehr Beispiele dazu finden Sie auf dem zugehörigen Blogpost. Vielen Dank fürs Zuhören.